Geschichtspolitische Themen spielen bei Hans Haacke mehrfach eine Rolle. Eigentlich immer wieder zieht sich diese Thematik im deutschen und im österreichischen Kontext wie ein roter Faden durch sein Werk. 1988 wird Hans Haacke im Rahmen des Steirischen Herbst in Graz eingeladen, ein Projekt für den öffentlichen Raum zu realisieren. Anlass der von Werner Fenz konzipierten Ausstellung Bezugspunkte 50 Jahre Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Ein Thema, das Haacke zur Auseinandersetzung mit verdrängten Geschichtsnarrativen motiviert. Hans Haacke ist eben einer der eingeladenen Künstler und entschließt sich, ein Projekt zu machen am Platz am Eisernen Tor im Stadtzentrum, an dem auch die barocke Mariensäule steht. Und warum will er das Projekt dort machen? Er recherchiert zu Graz in der Nazizeit und ihm fällt ein Foto in die Hände, das eine Siegesfeier im Juli 1938 zeigt, nämlich genau an diesem Platz am Eisernen Tor. Und zum Zwecke dieser Siegesfeier haben die Nazis die barocke Mariensäule mit einem Obelisken umkleidet, in rotem Stoff, mit einer Feuerschale quasi bekrönt. Graz war schon in den frühen 1930er Jahren eine Hochburg illegaler Nationalsozialisten. Schon im April 1938, noch vor dem Anschluss, wehte am Rathaus eine Hakenkreuzfahne. Nationalsozialismus und Antisemitismus hatten die Stadt zu diesem Zeitpunkt schon über Jahre stark geprägt. Und dieser Obelisk ist unter dem Titel »Und ihr habt doch gesiegt« jenen illegalen Nazikämpfern gewidmet, die eben in den Juliputsch 1934, der ja gescheitert ist, involviert waren. Und der Titel »Und ihr habt doch gesiegt« ist sozusagen die Siegesfeier dieser illegalen Helden unter Anführungszeichen. Zu diesem Zeitpunkt wird eben Graz auch der Titel Stadt der Volkserhebung durch Hitler verliehen. Und Hans Haacke entschließt sich, diesen Obelisken detailgetreu zu rekonstruieren und im öffentlichen Raum eine Situation herzustellen, die natürlich von einem großen irritierenden Faktor ist. Die einzige Veränderung, die Hans Haacke vornimmt, ist eine Widmung am Sockel, nämlich stehen dort die Besiegten in der Steiermark. Haackes Obelisk nennt die Opfer des Nationalsozialismus in der Steiermark. Sintize und Romja, jüdische Menschen, politische Gefangene, ZivilistInnen, Vermisste und Soldaten. So verwandelt Haacke ein Siegesmahl der Nazis in ein Mahnmal gegen den Nationalsozialismus. Ergänzt wird die Installation durch Plakattafeln. In deren Mitte prangen Hakenkreuze, die aufgrund des Verbotsgesetzes durch Ausschnitte aus Grazer Tageszeitungen von 1938 verfremdet sind. Sie dokumentieren den alltäglichen Antisemitismus in der Stadt, von diskriminierenden Anzeigen bis zu einem Bericht über eine brennende Synagoge. Es ist ein sehr kluges Aufeinandertreffen, das er hier konstruiert von nationalsozialistischer Repräsentation in Form dieses Obelisken und aber auch den nationalsozialistischen Alltag, den Nazi-Alltag, den Alltagsantisemitismus, den er hier präsent hält. Diese Installation ist von Beginn an sehr intensiv, umstritten, umfädet. Es finden viele Diskussionen zu dieser Installation statt. Dafür muss man sich auch vor Augen halten, in welcher Zeit wir uns befinden. 1988 beginnt gerade erst die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit in Österreich. Hans Haackes temporäres Gegendenkmal interveniert in ein ins Wanken geratenes Selbstverständnis der Verleugnung und Verdrängung der NS-Vergangenheit. Von Beginn an löst die Installation heftigste Reaktionen und mediale Debatten aus. Nach Zwischenfällen während des Aufbaus werden Plakate mehrfach abgerissen und erneut angebracht. Kurz vor Ende der Ausstellung wird der Obelisk bei einem nächtlichen Brandanschlag zerstört. Auch die Mariensäule wird stark beschädigt. Die Täter, ein Altnazi und 2 Neonazis, werden gefasst und verurteilt. Letztlich findet mit diesem Gegenmonument eine Transformation der österreichischen Erinnerungskultur statt. Und deshalb ist diese Arbeit auch so besonders wichtig im Lokalen, in unserem österreichischen Kontext.